Willkommen zurück auf meinen YouTube-Kanal. Wenn ihr neu seid, herzlich willkommen. In diesem kurzen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr mit der Chorus Apex Pro ein Training erstellen könnt. Ich möchte euch mal kurz zeigen, wie ein Training aussieht und dann möchte ich euch einen kleinen Einblick geben, wie dann so ein Workout entsprechend in der App dargestellt wird. Aber ich würde sagen, wir quatschen nicht viel, wir fangen direkt an. Viel Spaß! Ja, dann schauen wir uns das Ganze mal in der App an. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, hier unten auf dieses Schild zu gehen. Ja, man sieht jetzt auch hier unten, ich habe jetzt die Uhr, ja, eine knappe Woche, ich bin jetzt 3 Läufe gelaufen und jetzt hat das Evolab hat jetzt 48% Daten gesammelt und wenn das voll ist, bekomme ich noch mehr Statistiken bzw. VO Max Werte angezeigt etc. etc. Aber heute geht es um das Thema Training und ich möchte euch mal zeigen, neben dem klassischen Trainingsplan, den man auch herunterladen kann, das würde ich euch noch in einem anderen Video zeigen, auch mit Training Peaks, wie man hier manuell Trainings erstellen kann, wenn man das möchte. Und dafür gehen wir jetzt einfach mal hier in Trainings hinein. Und da sehen wir jetzt schon, ich habe jetzt hier 2 Trainings erstellt. Einmal ein Kraftprogramm, das ist so als Läufer sollte man ja eigentlich immer auch ein bisschen Rumpftraining machen und so weiter, um einen Ausgleich zu haben. Ja, sollte man, ob man es dann immer macht, ist so die andere Frage. Ich bin da immer ganz schlecht drin. Und ich habe jetzt hier als Beispiel mal die Magic Mile, das ist aus meinem Garmin Trainingsplan, habe ich jetzt einfach mal hier direkt übernommen, habe die Werte genommen, die es gab, und habe es hier entsprechend eingetragen. Also wir können uns das Ganze auch mal anschauen. Dann sehen wir hier auch mal den Ablauf. Wir sehen jetzt hier, ich habe einmal Aufwärmen, dann eine Laufzeit, wo ich eine Kadenzübung mache, also Schrittfrequenzübung muss ich hier machen. Dann habe ich nochmal 4 Sätze A30 Sekunden, das ist eine Agilitätsprüfung, wo man einmal läuft und dann wieder schneller läuft, dann wieder läuft. Und dann gibt es hier nochmal die Magic Mile, die entsprechend hier hinterlegt sein muss. Man muss halt nur die Meile richtig rechnen, aber ja gut. Fehler passieren. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal entsprechend, wie das dann gleich angelegt wird. Als weiteres Programm gäbe es zum Beispiel auch ein Kraftprogramm. Da schauen wir jetzt einfach auch mal hinein. Da habe ich jetzt einfach mal willkürlich was angelegt. Also das ist jetzt nicht das, was ich da mache. Hier wird auch schon eine Zeit gesetzt. Wir sehen jetzt hier, in 39 Minuten wäre das beendet. Und hier habe ich zum Beispiel jetzt hier Hampelmann, Hüftheben, Planks und so weiter hinterlegt. Man kann hier auch entsprechend, wenn man hineingeht, sich das Ganze nochmal durchlesen und wie man sieht, ist leider nicht alles übersetzt. Also wenn man es sucht, findet man es unter dem deutschen Begriff, aber leider ist teilweise die Beschreibung noch auf Englisch. Ich hoffe, das wird dann noch nachgebessert. Aber ja, Hampelmann sagt jetzt, glaube ich, jedem was und man bekommt hier so eine kleine Animation angezeigt, was das dann bedeutet. Wie funktioniert das Ganze? Also ich kann jetzt hier einmal auf Programm erstellen gehen und dann habe ich hier die Möglichkeit zwischen Laufen, Radfahren, Schwimmen und Kraft auszusuchen. Ich nehme jetzt einfach mal das Laufen. Und dann kann ich das Ganze hier mal benennen. Da machen wir einfach mal einen Test draus. Dann könnte ich das Ganze noch beschreiben, wenn ich möchte. Dann ist hier defaultmäßig schon diese Werte hier ausgewählt. Also wir haben hier einmal das Aufwärmen, dann eine Laufinstanz und das Cooldown, Abkühlen. Und hier können wir dann entsprechend jetzt Sachen auswählen beim Laufen. Also ich würde das Aufwärmen und Abkühlen würde ich eigentlich schon gern drin lassen, weil das wichtig ist. Wenn ihr das nicht möchtet, dann könnt ihr einfach hier nach links swipen und dann kommt hier entsprechendes Löschen. Das lassen wir jetzt aber erstmal. Und ich kann jetzt hier beim Laufen zwischen mehreren Optionen wählen. Also ich habe jetzt auf die Distanz geklickt und dann sehen wir hier, ich kann zwischen Zeit, also Länge, dann Distanz, also Kilometer und die Trainingsbelastung. Die 3 Parameter kann ich auswählen. Ich nehme jetzt einfach mal die Distanz und dann sage ich hier 1 Kilometer. Dann kann ich noch auswählen, ob ich jetzt hier auf Intensität gehe, Herzfrequenz, Pace, Leistung oder Kadenz. Also in dem Fall dann natürlich entsprechend die Schrittfrequenz. Die Uhr hat einen eigenen Leistungsmesser drin, das heißt, hier wird dann auch eine Leistung gemessen, dann kann ich auch auf Leistung trainieren, das finde ich sehr positiv. Ob die Werte soweit passen, muss ich nochmal ausprobieren. Ich habe ja noch Stride Foodport, da habe ich jetzt noch keine Vergleichswerte. Müsste man mal schauen, dann könnte ich über die Pace gehen, also das Klassische. Ich könnte aber auch über die Herzfrequenz gehen, wenn ich jetzt zum Beispiel ja in Herzfrequenzzone 2 trainieren soll und weiß, wo die Zone ist, könnte ich das hier entsprechend einstellen und könnte sagen, okay, laufe in dieser Zone. Wir lassen jetzt aber erstmal die Pace. Dann sehen wir hier eine Spanne, die ich definieren kann. Dann drücke ich einfach mal drauf. Dann kann ich einfach sagen, hier Pace nach diesen verschiedenen Bereichen, Schwelle, Nicht-Schwelle und so weiter und so fort. Das kommt dann entsprechend dann natürlich nach euren Einstellungen. Oder ich kann auch hier auf Benutzer definiert gehen und kann sagen, ich möchte jetzt hier eine 0,5 auf eine 5. Keine Ahnung, jetzt haben wir einfach mal irgendwelche Zahlen, 5,21. Und in diesem Bereich möchte ich mich gerne bewegen. Und dann drücke ich jetzt hier auf OK. Und dann kann ich hier noch entscheiden, wie viele Sätze ich machen möchte. Und dann kann ich auch sagen, hier noch eine Pause definieren. Ich möchte jetzt 1 Minute Pause danach. Und dann wäre es hier entsprechend schon mal definiert. Wenn ich jetzt noch einen weiteren Lauf hinzufügen möchte, weil ich noch was anderes machen möchte, kann ich einfach hier auf Hinzufügen gehen. Und kann jetzt zum Beispiel hier sagen, als Beispiel jetzt, ich mache jetzt hier was auf Leistung.
Dann ist hier der Leistungsbereich. Da kann ich auch sagen, hier 2, 3 Sätze, Pause wieder 1 Minute, sage ich hinzufügen und so ist fertig. Das habe ich einmal zu viel gemacht. So, jetzt habe ich hier mein Workout erstellt. Dann gehe ich hier einfach auf Save und dann wird das Ganze hier gespeichert. Dann sehen wir hier Laufprogramm Test. Dann sind wir in der Übersicht. Dann gehen wir nochmal kurz rein. Ich möchte es eigentlich auf die Uhr übertragen. Dann sehen wir hier nochmal ganz kurz die Übersicht, was wir gemacht haben. Und dann gibt es hier unten den Knopf Wählen Sie ein Gerät aus. Das wählen wir jetzt mal entsprechend aus. Und dann sehen wir jetzt auch schon hier, unser Apex Pro ist hier verbunden. Die wählen wir jetzt entsprechend aus. Und dann werden auch schon die Daten direkt hier synchronisiert. Und dann sehen wir, hier ist auch alles synchronisiert. Ja, dann könnt ihr auch direkt starten. Dann zeige ich euch mal das Ganze, wie das auf der Uhr funktioniert. Und zwar müsst ihr dann entsprechend die Uhr erstmal entsperren. Und anders als zum Beispiel bei anderen Geräten müsst ihr jetzt hier nicht in das Workout direkt hineingehen. Wir haben ja das Laufen hier schon definiert. Und zwar gehen wir hier dann auf Training. Dann wählen wir das entsprechend aus mit der mittleren Lünette. Dann gehen wir einfach hier drauf. Und dann haben wir jetzt hier einmal die Magic Mile. Und dann natürlich jetzt hier nicht so schön beschrieben, das Laufprogramm Test. Das wählen wir dann auch aus mit der mittleren Taste. Und dann könnt ihr das entsprechend hier dann nochmal anzeigen lassen. Dann habt ihr hier nochmal die verschriebenen Schritte. Die könnt ihr euch nochmal anschauen, was ihr alles machen müsst. Dann geht ihr einfach zurück und dann könnt ihr den Modus noch auswählen, Laufen oder Bahntraining. Also hier könnt ihr dann tatsächlich unterscheiden, ob ihr auf der Bahn seid oder ja, klassisch laufen geht. Ja, und dann könnt ihr hier entsprechend auch das Ganze schon starten. Dann heißt es noch, Herzfrequenzmesser wird gesucht. Wir starten jetzt einfach mal kurz direkt los. Ja, und dann seht ihr auch schon, so geht es dann direkt los und habt ihr hier das Aufwärmen. Wie das Ganze in der Praxis funktioniert, zeige ich euch jetzt in ein paar Videoausschnitten. Und dann gucken wir das danach nochmal in der App an, wie es direkt aussieht. So, jetzt bekommt man hier entsprechendes Warm-up angezeigt und oben ist ein grüner Balken, der zeigt noch, wie lang dann die Distanz ist, beziehungsweise wie lange es noch dauert. Und wir haben jetzt 1 von 1. Dann laufen wir mal warm. So, 3 Sekunden vor Ende kriegen wir so eine Vibration pro Sekundenschlag. Und los geht's. Zweite, 4 von 4. Schrittfrequenz. Und wir sehen hier 164, genau in dem Bereich. Ja, ich habe gerade versehentlich mit der Taste rechts unten, die Lab-Taste, das Workout weitergesetzt. Das heißt, eine Magic Mile übersprungen. Und ja, das ist natürlich blöd, aber ich bin jetzt in die Pause reingegangen, habe was Tolles entdeckt. Und zwar, ich kann dann statt vor Fortfahren auf Weiter gehen. Da drücke ich jetzt mal auf die mittlere Taste. Dann lande ich hier in so einer Übersicht. Und dann kann ich hier mit dem Rädchen nach oben scrollen. Ich mache das mal, sorry, ich habe jetzt eine Hand zum Filmen. So, und dann gibt es hier Laufen. Und dann kann ich das Ganze nochmal auswählen und es nochmal machen, beziehungsweise dann, ja, wenn ich es nicht übersprungen habe, zurücksetzen. So, habe ich jetzt ausgewählt und los geht's, dann heißt es Laufen. Perfekt, finde ich super. Also, das wünsche ich mir auch gerne bei meiner Garmin-Uhr. Ja, und jetzt haben wir die Pace und wenn die Zahl blau ist, bin ich noch zu langsam. So, meine Pace ist zu schnell, deswegen ist es rot. Und links unten sehe ich die verbleibende Kilometeranzahl und rechts die Zeit. Ja, wenn ihr das Ganze beendet habt, dann geht ihr hier unten auf das Männchen und dann bekommt ihr alle Workouts-Übersichten. Und dann sehen wir jetzt hier mein Training, was ich gemacht habe. Das ist auch direkt schon betitelt mit Magic Mile, die 4,38 Kilometer, die ich hier gelaufen bin, mit all meinen Workouts, die ich machen wollte. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Und dann sehen wir hier auch schon die verschiedenen Runden-Paces oder Änderungen, die es hier gab. Man sieht hier immer so diese schwarzen Punkte, da ist was passiert. Und dann bekomme ich hier so eine kleine Übersicht. Dann sehe ich jetzt hier meine Bewegungszeit, meine Durchschnittspace, dann die beste Pace, Anstieg, Kalorienverbrauch, dann wird hier das Ganze noch bewertet. Dann bekomme ich hier auch eine Stressbelastung, also wie anstrengend das Ganze war. Dann bekomme ich hier eine kleine Pace-Auflistung nach meinen Workouts, die ich gemacht habe, wie welchen Bereich ich mich unterwegs war, was ich trainiert habe. Die Herzfrequenz bekommt sich angezeigt und dann entsprechend hier nochmal die Kadenz mit der Kadenzübung. Hier bin ich dann auch gegangen, das sieht man ganz gut. Und man sieht es auch farblich dann unterstrichen, wie gut oder wie schlecht das Ganze war. Dann habe ich hier noch die Schrittlänge und dann sehen wir jetzt ja auch die Power-Anzeige. Sieht man auch ganz gut, ich bin hier mal zum Film stehen geblieben, also wird auch direkt ermittelt. Dann meine Höhe, dann habe ich noch den Trainingseffekt, den ich angezeigt bekomme und hier bekomme ich auch angezeigt, was der Fokus war. In dem Fall war es ein Schwellentraining, weil ich die Schwelle trainiert habe, das finde ich sehr interessant. Und dann habe ich hier, ich habe jetzt automatisch hier auch mir Lab-Tasten gesetzt, aber bekomme hier auch eine Trainingsauswertung, ne? Aufwärmen, dann 2 von 1, 2, 2 laufen. Also hier sind dann die ganzen Unterteilungen meines Trainings. Dann kann ich mir dann entsprechend die Zeiten anschauen. Und hier unten habe ich nochmal eine Gesamtzeit. Ja, so sieht es dann entsprechend aus, wenn ihr dann entsprechend trainiert habt. Ich wollte euch erstmal zeigen, wie man hier Trainings erstellen kann. Wie gesagt, es gibt ja auch noch Trainingspläne, die man dann machen kann oder beziehungsweise runterladen kann. Es gibt die Möglichkeit, auch von Stride gibt es Trainingspläne, die auf Coros zur Verfügung gestellt werden. Ich finde es ein bisschen unglücklich, man muss die ja dann einscannen. Das werde ich euch aber nochmal alles zeigen, wie das funktioniert.
Und ich wollte euch einfach erstmal zeigen, wie man sowas manuell machen kann, wenn ihr schon was habt. Sei es jetzt zum Beispiel, ihr habt jetzt eine Buchlektüre, wo dann ein Trainingsplan drin steht, oder ihr wollt einfach mal was ausprobieren. Und so sieht das Ganze dann aus. Wenn ihr noch mehr zu den ganzen Themen hier, auch gerade zu der Chorus Apex Pro sehen wollt, wie das Ganze mit Trainingsplänen funktioniert, auch mit Stride werde ich das Ganze nochmal ausprobieren und dann zeigen. Und auch hier, wie das Ganze dann hier mit dem Chorus Evo Lab aussieht, das zeige ich euch dann mal. Wenn euch das Ganze interessiert, lasst doch gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch wiederzusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann auch gerne einen Daumen hoch. Ansonsten bedanke ich mich für eure Zeit, hoffe ihr bleibt gesund und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann!